Hallo zusammen, ich begrüße euch aus dem Polestar 2 und mitten aus Zürich. Und ich habe gedacht, ich nehme euch virtuell und verbal mit. Der Polestar 2. Okay, ich habe einen recht emotionalen Wandel mit dem Auto durchgemacht. Und zwar ist es von «Leck, das Auto ist eigentlich noch richtig gut» zu geworden. Was ein bisschen schade ist, dass es so hat müssen sein. Fangen wir mit dem Positiven an. Wenn man da rein sitzt ins Auto, fällt einem sofort etwas auf, was euch mit Sicherheit aufgefallen ist. Und das sind die Gurte. Die Gurte gehören eigentlich zum Performance Package, wenn ich es jetzt richtig sage. Ich finde, das gibt dem Auto einen richtig coolen Touch. Ansonsten, die Sitze sind angenehme, coole Sitze. Nichts mit Echtleder logischerweise. Es ist alles sehr grün, sehr vegan. Aber bequeme Sitze. Es lässt sich alles elektronisch verstellen. Es hat Sitzheizung, es hat Lenkradheizung. Es hat eine Rundumkamera. Es hat alles, was man braucht in diesem Auto. Wirklich alles. Und das führt mich eigentlich direkt auch zum Infotainment, das hier in der Mitte stattfindet, wo zugegebenermaßen sehr an Tesla erinnert. Und zwar basically eigentlich wegen dem riesigen Bildschirm, der hier in der Mitte stattfindet. Grosser Unterschied: Polestar hat alles mit Google aufgebaut, was seine Vor- und Nachteile hat. Vorteil: die meisten Leute kennen es. Google Maps, super einfach. Es gibt auch die Funktion «Hey Google». Ja. Das ist eben genau das, was ein bisschen zum Nachteil jetzt gerade wird, aber auf das komme ich noch dazu. Aber eigentlich hat es die Funktion, dass man mit Sprache alles regeln kann. Spotify kann man sich direkt auf dem Gerät einloggen, man muss gar nicht vom Handy aus die Musik spielen. Sonst auch kann man alles an Funktionen in dem Auto ändern. Man kann einstellen, wie die Bremsfunktion kann sein, man kann einstellen, wie der mit der Rekuperation soll sein. Also rein theoretisch hat das Auto die Funktion, dass man mehr oder weniger nur mit einem Pedal, und zwar mit dem Gaspedal, kann arbeiten kann. Da kann man die Stärke einstellen, wie fest die Bremse einsetzt, wenn ich den Fuß lupfe. Wenn das stark eingestellt ist, dann kann ich den Fuß vom Gas wegnehmen und das Auto bremst eigentlich schon recht ab. Am Anfang habe ich es nur gering eingestellt, weil man muss sich mega daran gewöhnen, viel mehr wie bei einer Motorbremse. Mit Absicht logischerweise viel mehr. Es soll ja auch rekuperieren, dass man möglichst Energie sparen kann. Das Auto ist so, wie man sich das von Elektroautos eigentlich doch eher gewöhnt ist, relativ schwer. Das heisst, bei diesem Auto 2223 Kilogramm Leergewicht und hat Kraft von 300 Kilowatt. Das sind umgerechnet 408 PS, also eigentlich noch ein relativ kräftiger Elektromotor, ist in 4,7 von 0 auf 100. Wir sind bei diesem Fahrzeug bei einem Grundpreis von 57'000 Franken und ein bisschen. Es gibt wahnsinnig wenige Zusätze, die tatsächlich kosten. Es sind ganz wenige Farben, die extra kosten. Nur ein Felgentyp, der extra kostet. Und viel mehr wird es dann auch gar nicht mehr. Was heisst, über 65'000 Franken kommst du so gut wie nicht. Aussehen ist von diesem Auto meiner Meinung nach top. Ich finde, er hat so einen coolen Style, der von vorne sieht richtig kräftig aus. Er ist relativ tief. Was ich finde, steht dem Auto super gut. Wunderschöne Felgen. Die gräuliche, grau, fast so ein bisschen bläulich hat das auch in sich drin. Die Farbe finde ich wunderschön auf dem Auto. Ah, ganz wichtig, das Glasdach, was da drin hat, es ist riesig. Und es ist so schön. Es gibt so einen offenen und so ein bisschen spacigen Look, was eben da innen mega weitergeführt wird. So viel zum Aussehen. Was auch ziemlich speziell ist bei dem Auto, ist, es gibt keinen A-Knopf. Sondern, sobald man mit dem Schlüssel bei sich sozusagen reinsitzt ins Auto, kennt das Fahrzeug, dass man fahrbereit ist. Und sonst in den Park stellen und wieder aufstehen, um das Auto zumachen, und dann stellt er ganz von alleine ab. Jetzt, wie ich vorher schon angedeutet habe, ist das alles nicht nur so positiv, wie ich es jetzt erzählt habe. Vielleicht ein bisschen Background-Wissen zu Polestar. Polestar ist ein absolut neuer Brand. Es passieren ständig Upgrades. Was heisst, alles, was ich hier bemängle, muss nicht heissen, dass sie es nicht können, sondern dass es einfach jetzt genau in dem Auto, in dem Modell, so wie ich es bekommen habe, nicht gerade perfekt funktioniert hat. Lange Rede, kurzer Sinn: Google. Leider ist das Gerät mehr wie mir lieb ist offline gegangen. Darum funktioniert auch der Sprachbefehl jetzt im Moment gerade zum Beispiel gar nicht. Seit ein paar Tagen hat es sich nicht mehr erholt und ich kann die Sprachbefehle nicht mehr benutzen. Ist natürlich nicht wichtig, das Auto fährt trotzdem, aber es wäre eine Funktion, die cool wäre. Ich habe das Auto ein bisschen mit meiner Mutter geteilt.
ins Welschen gefahren und hat mit dem Laden Probleme gehabt. Einerseits logischerweise, weil auch bei ihr Google teilweise ganz offline war. Dann gibt es nicht die aktuellen Informationen, welche Ladestation ist frei, welche ist kaputt. Das ist ja immer so ein Thema in der Schweiz, dass das Netz leider noch nicht so ausgebaut ist, wie es eigentlich sollte oder könnte sein. Sie hat vor allem aber Mühe gehabt mit dem Punkt, dass das Auto, ich sage jetzt irgendwelche wirre Zahlen, noch 130 km Reichweite drauf hat. Sie hat nur noch 80 km zum Heimfahren. Das Auto hat aber trotzdem gesagt, du musst zwischen ihnen tanken, also laden gehen. Und das sind eigentlich zwei Punkte, die wichtig sind zum Wissen im Zusammenhang mit dem Problem. Das erste ist, es gibt mittlerweile, jetzt in der Zeit, wo ich das Auto habe, schon ein Update, das auf dem Auto noch nicht drauf ist. Das Update soll genau das Problem besser beheben können und generell Funktionen im Infotainment sollen verbessert sein. Der nächste Punkt ist, dass das Auto eigentlich ziemlich eine coole Lernfunktion hat. Das bedeutet, wenn du das Auto für dich alleine hast und jeden Tag fährst, lernt das Auto von dir. Das heisst, er passt sich an deinen Fahrstil an. Das Problem ist jetzt nur, dass das Auto dementsprechend nicht lernt, wenn es als Testfahrzeug unterwegs ist. Was heisst, das Auto hat von mir nichts gelernt und ist dementsprechend ungenau in den Angaben. Fahrtechnisch ist das Auto super bequem. Es ist wirklich ganz ein geschmeidiger, feiner, so wie man sich eigentlich gewohnt ist vom Elektromotor. Ich würde sagen, eigentlich in der Grundidee ein wunderschönes, super cooles Auto. In der Umsetzung oder im momentanen Zustand noch nicht perfekt. Aber ich bin mir sicher, dass die dort herkommen werden. Und ich glaube, für Volvo-Liebhaber und die sich für Elektroautos interessieren, wäre das auf jeden Fall eine spannende Investition, weil auch wir bewegen uns in einem Preisrange, der für Elektroautos erstaunlich tief ist. Und für die es nicht mitbekommen haben, der Polestar ist zum Schweizer Auto des Jahres gekürt worden. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so viel Aufmerksamkeit mit dem Auto bekommen habe, war mit dem Microlino. Also das Auto zieht wahnsinnig Augen auf sich. Ich würde sagen, einerseits wegen der Schönheit, aber andererseits auch, weil das Sternzeichen, das das Auto hat, das kennt man einfach nicht. Ich bin jetzt bei der Fotolocation angekommen, wo ich noch ein paar Fotos von diesem Auto machen werde und ein bisschen Aufnahmen und Zeugs und Sachen für die Social Media. Was mich zu diesem Punkt bringt, vergesst nicht, mir überall folgen. Hinterlasst mir dort ein bisschen Liebe. Und ich gehe jetzt, weil ich will das schnell hinter mich bringen, weil es sind genau 1,5 Grad und das ist mir zu wenig. Was heisst zügig! Schnell machen das Zeug. Alright, I'll see you soon, guys. Bye!